cloistered in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing. Faces merchant change, but your face remains the same. The swallows will be 1944 bauten die Alliierten in der Normandie 2 künstliche Häfen, um Truppen und Material besser ans deutsche Festland transportieren zu können. In der Stadt Arromanches befindet sich heute ein Museum, von welchem aus man den besser erhaltenen Hafen Mulberry II besichtigen kann. Auf dem historischen Foto sieht man ganz gut, wie der Hafen früher einmal ausgesehen hat. Heute sind nur noch seine Überreste erhalten. Als wir vor Ort waren, war leider gerade Flut, deshalb konnten wir nicht zum Hafen rauslaufen. a significant life, just what it was needed. Clean in the blackest night, cloistered in injustice, dead, and in the eyes of time, nobody is losing. Die Batterie in Lons-sur-Mer ist die einzige deutsche Küstenbatterie des Atlantikwalles mit noch erhaltenen Kanonen in der gesamten Normandie. Von hier haben die Deutschen versucht, sich 1944 verzweifelt gegen die Alliierten zu verteidigen. Mit wenig Erfolg. Auch dieses Gelände ist heute für Touristen aufbereitet und man kann sich die Batterien genau anschauen. Also wir haben uns jetzt gerade mal noch ein bisschen informiert hier zu den Batterien. Also da stehen 4 Stück in der Nähe vom Gold Beach und die haben eben aufs Meer gefeuert und drumherum sind solche Erdhügel und wir haben uns eben schon gefragt, wofür das ist. Und das ist halt einfach, damit die nicht umkippen, die Dinger, wenn da mal irgendwo in der Nähe eine Bombe eingeschlagen ist. Und gezielt haben die, da gab es nämlich Posten vorne an der Küste und die haben denen dann per Funk gemeldet, wie viel Grad sie vorne eben die Kanone drehen müssen. Und ja, in der Nacht vom 5. auf den 6. Juni damals 1944, da muss hier echt die Hölle los gewesen sein. Also da können wir froh sein, dass wir das nicht mehr miterlebt haben. Wir raten jedem, der in die Normandie fährt, sich die alten Kriegsschauplätze einmal anzuschauen. Natürlich ist das kein sonderlich fröhlicher Ort. Auch wir haben die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie viele Menschen hier einmal ihr Leben gelassen haben. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want to glimpse the future, you need space. And you said you'd put down your morning guns. Would you follow me to wander? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. When you look at me this way,
find it hard to not give in. So the days became weeks, it felt just like the night before. You were slowly fading in my mind. When you left, I was so completely gone, but now I'm sure you were some of the best of things to find. The Garden of the Missing ist einer von 14 amerikanischen Friedhöfen des Zweiten Weltkrieges auf fremdem Boden. Auf diesem 70 Hektar großen Friedhof befinden sich 9.386 Gräber, immer überragt von einer Stele aus weißem Marmor in Form eines Kreuzes, eines Davidssternes oder eines Mondes, je nach Religion des gefallenen Soldaten. Viele Amerikaner kommen heute hierher auf den Spuren ihrer Familie. Dass wir erst so spät abends auf dem Friedhof waren, hatte auch sein Gutes. Wir wurden nämlich Zeugen des allabendlichen Rituals, wenn die Flagge eingeholt wird, und das war ein besonders schöner Moment. Guten Abend. Wir sind jetzt schon an unserem Stellplatz angekommen quasi. Also wir haben einfach vorne so einen Feldweg genommen und uns an so ein Feld gestellt, ziemlich geschützt. Und jetzt sind wir gerade hier mal nebenan noch reingelaufen. Hier ist so ein Landschaftskulturpark und ja, das ist ziemlich interessant und das schauen wir uns jetzt noch an. Ja, und ich würde sagen, damit beenden wir das heutige Video auch, ne? Ja. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Genau. Abonniert unseren Kanal. Und was wir morgen machen oder wohin es dann wirklich geht, Das seht ihr im nächsten Video. Genau. Seid gespannt. Tschüss. Tschüss.